Hallo zusammen und willkommen zurück. So, heute machen wir was wahrscheinlich viele von euch denken, die schon programmieren können. Warum macht er das jetzt erst? Es ist doch eigentlich allgemein bekannt, wie Break und Continue funktionieren. Und die Antwort wird sein, es ist anders in Kotlin. Und für alle, die mit Kotlin programmieren anfangen, herzlich willkommen. Ihr habt nichts verpasst. So, ich habe hier jetzt erstmal einen kleinen Hello World bzw. Hello Darkness String gemacht. Und ja, wir wollen das Ganze jetzt hier erstmal einfach ganz normal durchiterieren, ja? Also nichts Besonderes gerade. Wir sagen einfach für jeden Buchstaben, sagen wir char dazu, okay? Für jeden char in unserem main string geben wir ihn einfach mal aus. So, print. Wir sagen print line dazu, damit wir auch den Unterschied sehen können zwischen dem normalen String und dem, den Print Lines von den Characters, und dann sagen wir hier, wir printen den char aus. So, nichts Besonderes bislang, und ja, hier ist auch nichts wirklich besonders passiert. Und was wir jetzt machen können, ist, wir sagen hier, wenn unser Character gleich Leerzeichen zum Beispiel ist, dann continuen wir. Also das bedeutet, beziehungsweise nee, wir breaken direkt, break. So, was das bedeutet ist, ups. Das sind die falschen Anführungsstriche. Das wollte ich so nicht. Ich wollte den da haben. Was wir hier finden, ist ganz einfach. Wenn wir ein Leerzeichen finden, dann beenden wir diese Schleife. So, bislang nichts Neues. Das ist ein ganz normales Break. Wir sehen auch hier in unserer Konsole, dass wir nur noch Hello ausgeben und dann noch eine leere Zeile, also eine Zeile mit Leerzeichen geben wir auch aus. Wenn wir dieses Break hier nicht haben, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Hello Darkness, okay? Das heißt, wir sagen, okay, das hier wird noch ausgeführt. Das ist quasi dieses Printline Char. Das ist dieses Leerzeichen hier. Und dann, wenn wir diese Überprüfung machen, sagen wir, okay, wir gehen hier raus aus dieser ganzen Schleife. Das heißt, es wird beendet. Das ist sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel Sachen machen wollt, die eben nur bis zu einem gewissen Punkt gemacht werden sollen und dann Dinge beenden wollt. Also damit könnt ihr quasi Schleifen vorzeitig beenden, wenn irgendwelche besonderen Bedingungen erfüllt sind. Vor allem, wenn ihr irgendwie durch etwas durchloopt, zum Beispiel durch ein Array, und dort tritt irgendein Wert auf, der nicht so passend ist, oder irgendein spezieller Wert, der für euch ein Ende bedeutet, dann könnt ihr hier einfach rausbrechen. Genau. Wundervoll. Jetzt machen wir was anderes, und zwar sagen wir hier Continue. Denn Continue ist ein kleines bisschen anders. Und ihr werdet sehen, dass diese Schleife ganz gewöhnlich durchläuft und überhaupt keine Veränderung aufzeigt. Warum ist das so? Nun, Continue macht einfach genau das. Wir springen an das Schleifenende und fangen dann wieder von vorne an, das Ganze auszugeben. Also nicht von vorne, aber halt, wir machen einfach mit dem nächsten Durchlauf weiter, mit dem nächsten Schleifendurchlauf. Da dieses Continue hier allerdings ganz am Ende von unserem Schleifendurchlauf ist, sprich wir haben Printline Char schon ausgeführt, ändert sich rein gar nichts. Das heißt, es wird zuerst dieser Charakter ausgegeben, dann wird Continue gemacht und dann landen wir sowieso wieder am Anfang von der Schleife. Das heißt, hier passiert überhaupt nichts. Wenn ich jetzt allerdings das so mache, dann sucht ihr mal bitte nach einem Unterschied hier. Das ist eine kleine Übung für euch. Ja, was ist der Unterschied zu davor? Okay, relativ einfach. Nun ja, ich habe hier kein Leerzeichen mehr, das ausgegeben wird. Denn wenn ich das Leerzeichen sehe, dann sage ich, okay, das möchte ich nicht ausgeben. Also sprich, diese Zeile hier wird niemals ausgeführt. Übrigens, alles, was unten drunter kommt, ist völlig egal was, wird nicht ausgeführt. Also alles, was oben drüber ist, wird ausgeführt, und alles, was unter dem Continue ist, wird nicht mehr ausgeführt. So funktioniert im Endeffekt Continue, und Break sagt sich halt direkt, okay, wir beenden die ganze Schleife. Das ist ein bisschen mächtiger und ein bisschen brutaler dann halt einfach auch. Achtet hier darauf, hier wurde auch kein Leerzeichen mehr ausgegeben, während wenn ich das Printline Char oben drüber schreibe, dann wird das Leerzeichen... Was? Soll es ausführen? Bitte. So, keine Ahnung, warum da gerade ein Fehler kam. Dieses Leerzeichen hier wird offensichtlich noch ausgeführt im Gegensatz zu dem hier unten. Also wenn es unten drunter steht. Okay, so, das ist jetzt die quasi grundlegende Funktion von Break und Continue. Ich glaube, das kennt bislang auch jeder. Jetzt die speziellen Eigenschaften von Break und Continue. Wenn wir zum Beispiel jetzt unsere Schleife hier mehrfach ausführen wollen, das heißt, hier machen wir jetzt einfach mal nur ein Print bitte, sonst wird es sehr unübersichtlich. Wenn wir unsere Schleife mehrfach ausführen wollen, also zum Beispiel sagen wir hier while, ja, lasst uns hier noch eine Variable x schreiben. X ist gleich 5. Und solange x größer ist als 0, wollen wir das Ganze ausführen. Und hier unten, außerhalb von unserer Vorschleife, das sollte ich vielleicht noch in Klammern reinpacken. So.
So. Und außerhalb von unserer For-Schleife, aber trotzdem innerhalb unserer While-Schleife sagen wir x gleich x plus 1. So. Und ja, jetzt können wir hier drin einfach tatsächlich sagen, okay, wir führen das Ganze eben 5-mal aus. Es passiert nichts Besonderes. Hello, 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 hello. Okay, vielleicht habe ich doch irgendwas vergeigt. Ich habe es vergrößert, nicht verkleinert, ne? Ups, passiert mir auch mal. Genau, wir wollen natürlich x verkleinern und nicht vergrößern. Sonst haben wir eine Endlosschleife, ist eher unschön, wollen wir eigentlich nicht haben. So, was jetzt also passiert ist, ich mache mal die Konsole wieder ein bisschen kleiner. Wir führen das Ganze 5-mal aus. Und zwar führen wir 5-mal diese Vorschleife aus. An sich auch nichts besonders Neues. Was jetzt allerdings neu ist, ist dieses Break. Dieses Break bricht natürlich nur aus dieser Vorschleife aus. Das heißt, das Hello wird 5-mal ausgegeben. Das heißt aber auch für uns, wir haben hier nicht wirklich eine Chance, irgendwas damit zu machen. Also wir können hier jetzt nicht tatsächlich sagen, wir wollen aus der While-Schleife raus. Und das ist das Problem bei vielen Programmiersprachen bislang. Wir müssten hier dann irgendwelche magischen Dinge tun, will ich gar nicht drauf eingehen. Denn Kotlin hat hier einen viel, viel einfacheren Mechanismus. Wir können hier einfach sagen, Loop, das ist irgendein Name, also das ist quasi wirklich ein Name für euch, add while. Also dieses Loop kann auch irgendwie heißen, keine Ahnung, Anton. Wir brechen jetzt aus Anton aus, ja. Und dann sagen wir hier nicht Break, also wenn wir Break sagen, brechen wir immer noch aus der ganz normalen Schleife aus, es hat sich quasi nichts geändert, aber wir können auch sagen Break at Anton. Und was wir dann machen ist, wir führen das Ganze aus und sobald wir ein Leerzeichen hier finden, springen wir aus dieser Schleife hier raus, die mit Anton markiert wurde. Ja? Das heißt, ich kann die hier auch mit Josef markieren, Josef add for, und dann kann ich mir aussuchen, hey, möchte ich vielleicht normal breaken oder möchte ich sogar direkt ganz außen die äußerste Schleife breaken. Und dasselbe funktioniert natürlich auch mit Continue und sieht dann so aus, Continue. Ich bin heute unfähig zu tippen. Sorry. So. Und ja, wir sehen hier, das ist natürlich jetzt ungünstig, wenn wir hier ein Continue ausführen. Denn was passiert bei Continue? Nun ja, Continue at Anton führt dazu, dass hier Hello ausgegeben wird, logischerweise, mit einem Leerzeichen hinten dran. Und dann continuen wir die äußere Schleife. So. Was dann passiert ist, das da wird übersprungen, weil das ist ja quasi der letzte Befehl hier in meiner Schleife drin, also in meiner Anton-Schleife, nicht in Josef. Und wenn das hier nicht ausgeführt wird, dann wird x niemals kleiner, sprich x bleibt einfach konstant auf 5 stehen und somit führen wir diese Schleife unendlich oft aus, weil dieses Statement hier einfach nie ausgeführt wird, weil wir immer ein Continue aufrufen. Okay? Das heißt, seid da vorsichtig, was ihr da genau macht. Am besten machen wir hier wieder das Break rein, sonst muss ich jedes Mal hier auf den Terminate-Button klicken. Und genau, so funktionieren Break und Continue mit Labeln sogar in eurer, in Kotlin im Endeffekt. Genau, und ja, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.